Stell dir vor, Akquise wäre nicht dieses kalt anrufen, 5 Minuten Smalltalk über das Wetter, dabei innerlich sterben, sondern eher wie Scannen in deiner Lieblingsbibliothek. Welcher Science-Fiction-Film oder welches Buch könntest du dir als nächstes anschauen? Du schaust mit deinem Scannerblick durch die Regale und merkst direkt, passt, passt nicht, spannend, nicht spannend. Wenn du bei Netzwerken und Kundensuche bisher immer das Gefühl hattest, du müsstest dich verstellen oder allen gefallen, dann ist dieses Video für dich genau richtig. Hier lernst du, warum Smalltalk für viele Neurodivergente wie Sand im Getriebe ist. Herzlich willkommen im Neurotalk. Ich bin Alice Mustier. Vielleicht kennst du das. Du bist auf einer Netzwerkveranstaltung. Alle stehen mit ihrem Sektglas im Kreis, reden über Oberflächlichkeiten und dein Gehirn denkt, warum reden wir nicht über das, was uns wirklich interessiert? Oder auf LinkedIn. Jemand schreibt dir, hey du, ich finde dein Profil so spannend, lass uns connecten. Und du weißt jetzt schon beim Smiley, gleich kommt ein Pitch hinterher. Als Scanner oder Scannerin oder auch Autistin und Autist funktioniert dein System anders. Du merkst unauthentische Vibes direkt. Du willst nicht 10 Runden, was machst du so, drehen, bevor ihr zum Punkt kommt. Du hast es, Menschen zu bearbeiten. Die Scannerbrille. Erst lesen, dann reden. Stell dir vor, du setzt eine Rasterbrille auf. Jedes Mal, wenn du in Kontakt gehst, offline oder online, diese Brille filtert automatisch nach 3 Fragen. Hat diese Person überhaupt ein Problem, bei dem ich helfen kann? Ist sie grundsätzlich offen für Tiefe oder bleibt alles im Business Smalltalk stehen? Fühlt sich mein Körper bei dieser Person nach ja, vielleicht oder bitte nicht an? Und wenn du das mit mir üben willst, dann schreib mich gerne an. Die E-Mail findest du unten. Und falls du nächste Woche in München bist und mehr über meine Rasterbrille und meine Arbeit erfahren möchtest, dann buch dir jetzt einen Termin mit mir. Vom 7. bis 14. April werde ich in München sein und freue mich, dich dann bei einem 30 Minuten kostenlosen Kennenlerngespräch persönlich kennenzulernen. Akquise wird auf jeden Fall leichter, wenn du verstehst, du musst nicht jeden überzeugen. Du musst nur die finden, bei denen dein Nervensystem und ihr Bedarf zusammenpassen. Und ganz wichtig, wenn dein Gefühl schon am Anfang komisch ist bei einer Person, dann hör darauf. Fast alle Kunden, bei denen ich am Anfang schon ein seltsames Gefühl hatte, haben sich später als sehr schwierig erwiesen. Und im Nachhinein habe ich mir oft gedacht, hätte ich mal auf mein Gefühl gehört und diese Person nicht als Kunden angenommen. Also, meine Kunden sind schon oft schwierige Charaktere. Sie stellen viele Fragen, sie sagen nicht direkt ja, aber das ist halt typisch bei neurodivergenten Menschen. Sie hinterfragen halt viel. Deshalb mag ich es ja auch gerne, mit ihnen zu arbeiten, weil sie wiederum auch sehr ehrliche Menschen sind. Aber nur weil ein Kunde am Anfang schwierig ist und vieles hinterfragt, ist es nicht automatisch ein schlechtes Gefühl, was eine Person bei mir erzeugt. Ich hoffe, du verstehst den Unterschied zwischen schwieriger Charakter und schlechtes Gefühl bei einer Person. Bei den schwierigen Charakteren habe ich trotzdem ein gutes Gefühl, weil ich genau weiß, diese Person passt zu mir, weil ich eben auch kein leichter Charakter bin. Und ich weiß, dass ich mit solchen Charakteren wesentlich besser umgehen kann als viele meiner Beraterkollegen. Also ganz praktisch, auf Social Media liest du erst Inhalte, Kommentare, Tonfall, bevor du Kontakt aufnimmst. Akquise hat nämlich ganz viel mit Psychologie zu tun. Und hauptsächlich ist wichtig, zuhören, zuhören, zuhören. Deshalb sind Psychologie-Interessierte auch die besten Salespersonen. Du musst dich erst in die Schuhe deines Kunden hineinversetzen. Und wenn du in seinen Schuhen gelaufen bist, dann kannst du auch das richtige Produkt für ihn anbieten. Damit sparst du Energie und landest automatisch schneller bei Menschen,
mit denen echte Gespräche möglich sind. Jetzt der dritte Punkt. Ehrliche Erstkontakte. Viele hassen Akquise, weil sie denken, sie müssten sich anbiedern. Lass uns das mal komplett drehen. Ich finde, Akquise im Business ist wie Flirten. Es kann echt lustig sein, wenn du erstmal die Angst davor verloren hast. Ich wusste, Beispiel, mit 14 überhaupt nicht, wie ich Jungs ansprechen soll, die ich interessant fand. Mir war das immer super peinlich und deshalb habe ich mich das nicht getraut. Es gab aber einen entscheidenden Moment, der vieles verändert hat. Wir saßen bei McDonald's und an unserem Nachbartisch saß ein junger Mann, der mir echt gut gefiel. Meine Freundinnen motivierten mich, ihn anzusprechen. Erst traute ich mich nicht, dann versuchte ich alle Kräfte zu sammeln und sprach ihn an. Ich ging an seinen Tisch, klopfte ihm von hinten auf die Schulter und fragte: Sorry, ich finde, du siehst interessant aus. Kriege ich deine Nummer? Der Typ schaute mich von oben bis unten an, war völlig verwirrt, warum ich ihn einfach so ansprach und sagte: Nö. Oh Gott, dachte ich. Hat er jetzt wirklich Nein gesagt? Was mache ich jetzt? Ich fühlte mich wie Rumpelstilzchen. Ich wäre wirklich am liebsten im Boden versunken. Aber weißt du, was gut war an dieser super peinlichen Situation? Danach konnte ich mit meinen Freundinnen darüber lachen. Und ich hatte keine Probleme mehr, Leute anzusprechen. Denn peinlicher als diese Situation ging es eh nicht mehr. Und ähnlich sah es dann später auch aus mit meinem ersten Akquiseanruf. Ich war nur am Stottern und Rumdrucksen. Aber Stück für Stück mit viel Übung wurde ich immer besser. Und mittlerweile erinnern sich sogar noch Monate später Sekretärinnen an mich, weil ich einfach mit so vielen kreativen Gründen versuchte, an den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin heranzukommen. Und irgendwann wurde ich sogar so gut, dass ich mit Stefan Dräger von dem Drägerwerk aus Lübeck eine Wette abschloss. Denn er meinte, er wäre gegen Trainer und Coaches gut abgeschirmt. Und seine Mitarbeitenden hätte er gut trainiert, solche Telefonanfragen nicht durchzulassen. Am Ende war mein Anruf sogar so gut, dass er vor lauter Interesse zurückrief. Spätestens seitdem weiß ich, Kaltakquise per Telefon ist für mich kein Problem mehr. Aber auch ich musste viel lernen und mich oft genug blamieren. Und diese schnöden Hallo, ich mache, lass uns connecten bei LinkedIn sind echt nervig. Aber auch sowas mache ich mittlerweile. Und klar sind viele davon genervt und antworten mit kein Interesse. Aber ich weiß mittlerweile genau, dass sie das nur aus Routine antworten. Aber ich weiß gleichzeitig, sie wissen noch gar nicht, wer ich bin und was ich alles kann. Deshalb habe ich jetzt viel mehr Durchhaltevermögen. Denn ich mache ja nichts Böses. Ich stelle mich nur vor. Und auch du brauchst dich dafür nicht schämen. Stück für Stück wirst du merken, du benennst klar, wer du bist und was du machst. Du bietest etwas an ohne Druck. Du lässt die andere Person entscheiden. Das ist keine Manipulation. Das ist Klarheit. Und vor allem, du zeigst dich. Und das ist wichtig, um dein Business vorwärts zu bringen. Vierter Punkt, Scanner-Strategien. Tief statt breit. Bei der Akquise ist auch immer die Frage, wo. Die klassische Empfehlung wäre, geh überall hin, sei auf allen Plattformen, sprich mit möglichst vielen Menschen. Meine Erfahrung mit neurodivergenten Unternehmer und Unternehmerinnen, das endet im Overload. Lieber 3 tiefe Kontakte als 30 oberflächliche. Lieber ein Kanal, der sich gut anfühlt, als 5, auf denen du dich verlierst. Deshalb frag dich, wo fällt es dir am leichtesten, du selbst zu sein? Also bei LinkedIn oder Instagram, magst du lieber 1:1 Calls statt Gruppen? Wen findest du wirklich spannend? Also mit wem würdest du wirklich gerne zusammenarbeiten? Mit denen gehst du dann tiefer. Du kommentierst also bei LinkedIn nicht nur toller Beitrag, sondern schreibst zum Beispiel,
der Punkt XY hat mich besonders abgeholt, weil. Du wirst also konkret, du zeigst dich. Und zwar nicht nur mit Show, ich bin der große Tolle. Nein, sondern mich gibt es auch. Und steh klar zu deiner Meinung. Zum 5. Punkt. Akquise ist wie ein Glücksbringer. Viele erleben Akquise wie Betteln. Ich möchte dir aber ein anderes Bild anbieten. Stell dir vor, du löst ein Problem, was sonst niemand lösen kann. Die Leute leiden schwer, wenn sie deine Hilfe nicht erhalten. Das heißt, viele Menschen leiden stark, wenn sie deine Problemlösung nicht angeboten bekommen. Es ist also fast wie unterlassene Hilfeleistung, wenn du keine Akquise machst. Das ist mir klar geworden, als ich die ersten Kunden nach unserer Zusammenarbeit befragte, wie es ihnen gefallen hat. Denn manche erzählten, dass sie vor mir schon viel Geld ausgegeben haben für andere Trainings, Seminare, Weiterbildung und es ihnen nichts gebracht hat. Als sie mir dann sagten, wie dankbar sie seien, mich gefunden zu haben, ist mir ein Licht aufgegangen. Plötzlich habe ich begriffen, ich belästige keine Menschen mit Akquise, sondern es ist eine unterlassene Hilfeleistung, wenn ich keine Akquise mache. 6. Punkt. Miniskripte für Akquise ohne Smalltalk. Hier ein paar Formulierungen, die du testen kannst. Beispielsweise beim Kennenlern-Call. Ich würde vorschlagen, wir machen das. Du erzählst kurz, wo du stehst. Ich sage dir ehrlich, ob und wie ich dir helfen kann. Wenn es nicht passt, ist das völlig in Ordnung. Wichtig ist immer, in den Gesprächen zuerst nach den größten Herausforderungen und Problemen deines Gegenübers zu fragen. Gerade zum Beispiel sprach ich mit einer Frau, die ich bei LinkedIn angeschrieben hatte, weil sie ein Like gelassen hatte bei einem Post über Women in Tech. Am Telefon fragte ich dann, was ist gerade deine größte Herausforderung? Und ich fragte auch, denkst du, das hat mit dir als Women in Tech zu tun? Und dann kamen wir auf sehr interessante Themen, wie, dass ihre Firma nur Männer als Speaker zu internationalen Messen schickt. Und so hat sich aus einem Smalltalk bei LinkedIn ein Kontakt entwickelt mit einer Frau, die sehr komplex ist, tief fühlt und eben auch so wie ich eigentlich Smalltalk nicht mag. Aber mit einer kleinen Überwindung habe ich es geschafft, ein tiefes Gespräch mit ihr aufzubauen und mehr über sie zu erfahren. Und ich freue mich sehr zu sehen, was jetzt aus unserem Kontakt wird. Ob ich vielleicht demnächst eine Frau aus ihrem Team als Speaker trainieren kann, die dann im Ausland auf Messen diese Firma repräsentiert. Wer weiß. Zum 7. Punkt, von der stillen Scannerin zum Kundenmagnet. Vielleicht merkst du beim Zuhören, okay, so könnte ich mir Akquise schon eher vorstellen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin eher unsichtbar. Die Lauten werden gesehen, aber mich sieht keiner. Dann nimm gerne Kontakt mit mir auf und lass uns daran was ändern. Denn du hast gute Ideen und gute Lösungen. Aber niemand kann sie sehen, wenn du dich damit nicht zeigst. Und darum geht es auch nächste Woche hier im Video. Deine neurodivergente Superpower vermarkten. Von unsichtbar zum Kundenmagnet. Da schauen wir uns an, wie du deine Eigenheiten, also deine Scanner-Persönlichkeit, deine tiefe Ehrlichkeit, nicht als Schwäche, sondern als Markenzeichen nutzen kannst. Wie du über deine Superpower sprichst, ohne dich zu schämen oder zu übertreiben. Und wie du sichtbar wirst, ohne dich wie ein blinkendes Werbeschild zu verhalten. Wenn du aus diesem Video nur einen Gedanken mitnimmst, dann vielleicht diesen. Akquise heißt nicht jeden ansprechen, sondern die richtigen. Du darfst ehrlich sein, du darfst direkt sein, du darfst leise, klar und tief sein und trotzdem Kunden gewinnen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was stresst dich im klassischen Akquise. Abonnier den Kanal, klick auf die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Hab einen schönen Tag.